Servus und hallo liebe Freundinnen und Freunde, Bernd hier und in diesem Video will ich euch erklären, wie eine Orchideenblüte aufgebaut ist und wie die Blütenanordnung sich von Art zu Art unterscheidet und worauf ihr achten müsst, wenn ihr dann zukünftig in einem der nächsten Videos lernt, wie man eine Orchidee bestäubt. Bis gleich. Eigentlich müsste man sagen, Blüten sind gleich Blüten, die unterscheiden sich nicht. Bei Orchideen ist das auch nicht anders. Wir haben ein paar Blütenblätter und ein paar Blütenstempel und so weiter, aber es unterscheidet sich doch in einer gewissen Art und Weise und auch in der Art, wie die Blüten bestäubt werden. Jetzt kann man zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blütenblätter. Jetzt fragt ihr euch, wie 6 Blütenblätter, da sind noch 1, 2, 3, 4, 5. Dann so eine komische Nase und so eine Lippe. Ich gehe mal näher an die Kamera ran. Hier komische Nase, so eine Lippe. 1, 2, 3, 4, 5 Blütenblätter. Was erzählt er denn? Und deswegen zeige ich euch das jetzt im Detail und zeichne euch eine Blüte hin und beschrifte die so, dass ihr wisst, wie die Blüten aufgebaut sind. Schauen wir uns das doch jetzt gleich mal an. Sagt, dass eine Orchidee im Grunde aus 6 Blütenblättern besteht. Deswegen male ich jetzt eine ganz normale Blüte auf und zeichne über diese Skizze dann entsprechend die Orchideenblüte. Dann denke ich mal, seht ihr gleich, wie der grundsätzliche Aufbau sein sollte. Das heißt, hier haben wir ein Blütenblatt. Dann haben wir hier ein Blütenblatt. Wir haben hier ein Blütenblatt. Wir haben nach unten ein Blütenblatt. Wir haben hier ein Blütenblatt. Und wir haben, ups, das schaut nicht so toll aus, aber wir haben grundsätzlich hier auch ein Blütenblatt. Das heißt, wir machen dieses Blütenblatt jetzt noch hübscher. So. Jetzt haben wir hier vom Prinzip eine Blüte. In dieser Blüte ist in aller Regel noch in der Mitte der Blütenstempel, beziehungsweise da, wo der Pollen ist an der Blüte. Und jetzt haben wir im Grunde eine schöne, fertige Blüte. Aber das hat mit der Orchidee so direkt noch nichts zu tun, denn wir haben ja einmal dieses Blütenblatt, haben die Orchideen. Dieses Blütenblatt haben auch die Orchideen. Dieses Blatt haben auch Orchideen. Dieses Blatt haben auch Orchideen. Dieses Blatt haben auch Orchideen. Und jetzt wird es skurril, weil das ist etwas, was Orchideen speziell haben. Das ist hier diese Lippe. Ich versuche das jetzt hier einzuzeichnen. Also hier ist diese Nase. Dann haben wir hier meistens so einen Zacken und das Ganze läuft dann hier so hin. Es ist nicht perfekt, aber ich denke mal, ihr erkennt jetzt schon das Schema einer Orchideenblüte. Können wir jetzt hier noch ausmalen, weil die Lippe ist meistens relativ markant. Und jetzt malen wir uns das Ganze noch genauer auf. In aller Regel haben die Orchideen noch hier solche Flügel. Und so schaut ganz grob eine Orchideenblüte aus. Zur Erklärung, hier sehen wir den Aufbau der Orchideenblüte, hier sehen wir den Aufbau der Lippe und der Säule. Und wie genau das Ganze aufgeteilt ist, erkläre ich euch nun. Wir haben äußere und innere Blütenblätter. Die Nummer 1 sind die äußeren Blütenblätter. Die Nummer 1 wird auch Sepale genannt. Ja? Ich schreibe das jetzt mal hier hin. Sepale. Das sind die äußeren Blütenblätter. Dann haben wir die inneren Blütenblätter. Das sind die Nummer 2. Im Grunde müsste man jetzt hergehen und sagen, dass die Lippe ebenfalls ein äußeres Blütenblatt ist, ein inneres Blütenblatt ist. Allerdings ist die Lippe wieder eine komplett andere Konstruktion und deswegen bekommt die einfach die Nummer 3. Das ist keine schöne 3, aber eine 3. So, die Nummer 2, die inneren Blütenblätter, bezeichnet man als Petale. Petale. Und die Nummer 3 ist die Lippe, habe ich euch schon gesagt. Das ist die 3, die Lippe. Die Lippe besteht aus mehreren Bestandteilen. Das hier ist zum Beispiel hier die Säule. Die Säule ist
später das wichtigste Pflanzenmerkmal oder der wichtigste Bestandteil der Blüte, denn dort findet die Bestäubung statt. Dann haben wir hier die Seitenlappen, ja, Seitenlappen. Und dann haben wir hier, müsste ich noch deutlicher zeichnen, das ist der Callus. Und dann haben wir noch den Mittellappen, das ist hier dieses rautenförmige, beziehungsweise, ja, wie kann man das bezeichnen, wappenförmige. Und zwar ist das der Mittellappen. Mittellappen. Das Ganze können wir uns jetzt einfach mal hier in der Blüte der Phalaenopsis anschauen. Das heißt, wir haben hier die Sepalen, das sind die äußeren Blütenblätter. Von hinten kann man das ganz gut bei dieser Blüte erkennen. Das sind alles die Teile, die praktisch grünlich gefärbt sind. Und wenn wir jetzt nach vorne gehen, das, was man immer so als Ohren bezeichnen kann, das sind die Petalen. Also Sepalen, Petalen und das Ganze hier ist die Lippe. Das gleiche haben wir vom Prinzip auch bei Cattleya-Orchideen. Hier kann man sogar ganz gut erkennen. Hier haben wir die Sepalen, die 3 äußeren. Dann die inneren, die 2 Petalen, das was man als Ohr bezeichnen könnte, weil es so ausschaut wie Ohren. Und hier haben wir die Lippe. Damit wir uns das Ganze auch zukünftig für die Bestäubung besser vorstellen können und wissen, wo wir hingucken müssen, müssen wir einmal die Blüte von unten anschauen und vor allem ganz, ganz wichtig von der Seite. Und das ist jetzt hier der Bereich der Lippe, bedeutet, die Zeichnung der Blüte verschwindet jetzt erst einmal. Und dann zeichne ich euch einfach mal eine Orchideenblüte schematisch von der Seite auf, nämlich aus der Perspektive von hier, wie bei dieser Blüte. Und dann schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Angenommen, das hier wäre jetzt der Blütenstiel. Dann geht von hier die Blüte weg. Dann haben wir hier den Fruchtknoten, so könnte man das bezeichnen, beziehungsweise so wird das auch bezeichnet. Und dann haben wir von hier abgehend die Blütenblätter. Dann haben wir hier auch ein Blütenblatt, was nach oben geht. Dann haben wir hier die Säule. Und wir haben natürlich die Lippe. Da ist hier so ein Callus. Und hier ist das Pollinium. Das Pollinium ist praktisch der männliche Samen bzw. der Blütenstaub der Orchidee. Das ist hier. Und damit wir überhaupt auch wissen, wie wir das Ganze nutzen, müssen wir uns das Pollinium vom Aufbau auch anschauen. Das Pollinarium ist relativ simpel aufgebaut, schaut im Prinzip aus wie ein Maiskolben auf einem Stiel. Ich zeichne das jetzt mal schematisch kurz auf. So in etwa schaut das aus. Und das ist der Stiel, das ist das Pollinium. Das hier ist die Klebscheibe. Die Klebscheibe, die kann man an der Orchidee relativ leicht zeigen. Und ich hoffe, dass das jetzt so klappt, wie ich das verspreche, weil das ist dann praktisch schon der nächste Schritt des Bestäubens. Und zwar befindet sich das Ganze hier unten an der Blüte. Ich werde jetzt mal hier reinzoomen. Dadurch wird das Bild jetzt wahrscheinlich ein bisschen unscharf und wackelig. Na. So, wenn ich jetzt hier mit dem Bleistift hingehe, das ist jetzt praktisch die Biene. Ich lande hier, dann habe ich jetzt hier schon einmal etwas, das von der Orchidee entfernt worden ist. Und wie wir jetzt sehen können, wir sehen jetzt hier 2 gelbe Pünktchen. Ich muss jetzt mal einen anderen Bleistift nehmen, damit man das besser zeigen kann. Hier haben wir praktisch die Pollinien, das was ich bei der Orchidee entfernt habe, am Bleistift, und ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, dass ich das entfernen kann. Wunderbar, es hat geklappt. Und hier sehen wir das Pollinium, das jetzt praktisch das wir jetzt hier sehen können. Ich zoome nochmal raus. Ihr seht hier den Aufbau, die Klebscheibe. Dann hier oben das Pollinium und das Stiel. Und genau das ist das, was wir hier sehen können.
Und das ist auch das, was man nutzen kann, um dann die Orchidee zu bestäuben. Und das mache ich jetzt, aber ich erkläre es euch in einem anderen Extra-Video noch einmal besser. Achtung, jetzt wird es erotisch, weil jetzt kommt Bienchen- und Blümchensex eigentlich mit Bleistift, aber egal. Wir sehen hier die Blüte. Hier ist das Pollinarium mit dem Pollinium oder mit dem Pollen, kann man auch sagen. Und jetzt gehe ich hier praktisch in die Blüte hinein und hoffe, dass das funktioniert. Knisternde Orchideenerotik oder sowas. Und jetzt sieht man schon, eines ist hängen geblieben an der Blüte. Und vom Prinzip war es das auch schon mit der Bestäubung. Aber wie gesagt, ich mache das in einem extra Video. Jetzt hängt hier praktisch noch eines dran. Damit könnte man prinzipiell noch eine weitere Blüte direkt bestäuben und dann kann es weitergehen. Aber ich mache das zweite zur Sicherheit mal hier in die Blüte. Jetzt seht ihr, Biene leer, Bleistift leer, kein Pollinium mehr dran. Blüte ist bestäubt. Irgendwann, wenn die Blüte bestäubt ist, verblüht sie jetzt relativ schnell. Dann bildet sich hier am Fruchtknoten praktisch der Samen aus, so wie das bei anderen Pflanzen auch ist. Und dann haben wir schon eine befruchtete Orchidee. Der Blütenaufbau ist aber noch nicht alles, was wir bei Orchideen wissen sollten, wenn es darum geht, wie die Blüte beschaffen ist, beziehungsweise wie die einzelnen Arten sich unterscheiden. Deswegen mache ich das Ganze jetzt einfach mal weg und erkläre euch noch ein paar weitere Informationen. Zum einen, es gibt ja hier Unterschiede zwischen Frauenschuh und Phalaenopsis. Ihr seht, Frauenschuh hat eine Blüte. Das heißt, wir haben einen einblütigen Blütenstand bei einem Frauenschuh und das ist schon mal ein Merkmal von diversen Orchideen. Das haben wir auch hier bei der Sophronitis coccinea. Da ist auch ein einblütiger Blütenstand. Um das Ganze erst einmal schematisch festzuhalten, einblütig bedeutet ein Blütenstiel, eine Blüte. Dann haben wir bei Phalaenopsis zum Beispiel oder auch bei Vanda, bei vielen anderen Orchideen, wo eben hier praktisch an der Reihe wie so eine Leiter links, rechts Blüten angeordnet sind und das ist eine Traubenform. Ja, das heißt hier Blütenstiel, hier eine Blüte, hier eine Blüte, hier eine Blüte, hier eine Blüte, hier eine Blüte und hier eine Blüte. Das ist die Traube. Also einstielig, Einstiel, Traube. Dann haben wir noch eine weitere Anordnung. Ich stelle die Orchidee mal ganz kurz zur Seite. Und zwar haben wir eine verzweigte Traube. Verzweigte Traube gibt es zum Beispiel bei Renantara. Das heißt, das ist so ähnlich wie die Traube, nur dass sich der Blütenstiel nicht in Blüten aufteilt, sondern der Blütenstiel sich praktisch noch in weitere Blütenstiele aufteilt, wo dann eben die Blüten dran sind. Das gibt es auch bei Phalaenopsis. Hängt davon ab, was für ein Kreuzungspartner hier mit drin ist. Das heißt, das hier ist eine andere Variante der Orchideenblütenanordnung. Dann gibt es noch eine weitere Konstruktion und zwar die Dolde. Dolde bedeutet, die Blüten sind im Kreis angeordnet. Das haben wir bei Ciropetalum zum Beispiel. Und zwar Ciropetalum, das sind Blüten, die hier bei diesen Orchideen, die momentan aber nicht am Blühen sind, wachsen würden. Ich habe euch schon mal eine Orchidee gezeigt, und zwar die Bulbophyllum an Buckleberry, die geblüht hat. Und bei dieser war das hier praktisch mit der Dolde der Fall. Jetzt kennt ihr zumindest den Aufbau der Phalaenopsis Blüten, wisst, wie das mit dem Bestäuben funktioniert. Und im nächsten Video gehen wir auf die Bestäubung und die Kreuzung und die Hybridisierung und Züchtung noch genauer ein. Wenn ihr weitere Fragen habt zum Thema Aufbau der Orchideenblüte, Aufbau von Orchideen, Pflege und Kultur und so weiter, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten Daumen hoch, Kanal abonnieren, weiterempfehlen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.